Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Einführung in die neue Roland Go Keys Serie. Mit den Modellen Go Keys 3 und Go Keys 5 hat Roland zwei sehr interessante Keyboards vorgestellt, welche Einsteigern, egal ob jung oder alt, einen einfachen und kreativen Einstieg in die Welt der Keyboards ermöglichen sollen. Aufgrund der Ausstattung dürften aber auch fortgeschrittene Spieler viel Spaß mit den Go Keys haben. Kurz gesagt, ein Leichtgewicht mit vielen kreativen Features und hochwertigen Sounds. Doch bleiben wir zunächst mal bei allen, die schon immer mal in die Welt der Tasten eintauchen wollten und ein ideales erstes Instrument für den Einstieg suchen. Ihr wollt wissen, was man mit den Go-Keys alles machen kann? Schauen wir mal auf die Liste. In der heutigen Folge starten wir erstmal mit den Sounds bzw. Tones. Die Go-Keys liefern euch schon weit über 1000 Sounds aus verschiedenen Kategorien wie Piano, E-Piano, Streicher, Orgeln, Blasinstrumente, Synthesizer und vielen mehr. Wer will, kann künftig die Soundpalette über die Roland Cloud auch noch erweitern, aber das ist ein Thema für eine andere Folge. Ein Highlight der Go-Keys ist wohl die Zencore Klangerzeugung, welche auch in dem großen Synthesizer-Flaggschiff Phantom zum Einsatz kommt. Natürlich haben wir bei den Go-Keys nicht die tiefgehenden Eingriffsmöglichkeiten wie bei dem Top-Modell, aber die Sounds lassen sich trotzdem als sehr hochwertig bezeichnen, gerade bei einem Modell in dieser Preisklasse. Schauen wir jetzt mal, wie man Tones und Kategorien auswählt und was es mit Single, Split und Dual auf sich hat. Schaltet man das Go-Keys ein, startet man zunächst mit einem Singletone, hier das Concert Piano. Singletone bedeutet, dass der Ton auf der ganzen Tastatur gespielt werden kann. Um andere Tones auszuwählen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zum einen können wir hier schon direkt über das Scrollrad durch die verschiedenen Tones steppen. Etwas übersichtlicher ist es in der Listenansicht. Dafür müssen wir einfach den Button F3 drücken und wir kommen in die Kategorie Akustikpiano. Auch hier können wir wieder über das Scrollrad die einzelnen Tones auswählen. Das Umschalten der Kategorien erfolgt hier über die Pfeiltasten rechts und links. Oder über die ausgewiesenen Kategorientaster auf der rechten Seite hier. Über den Home-Button, das ist hier dieser Taster mit dem kleinen Häuschen hier, kommt man wieder zurück ins Hauptdisplay. Hören wir mal in ein paar einzelne Tones rein.
Nehmen wir als nächstes mal einen zweiten Ton hinzu. Neben den Single-Modus gibt es auch noch den Split- und den Dual-Modus. Während im Split-Modus links ein anderer Ton als rechts gespielt wird, kann man im Dual-Modus zwei Tones übereinander legen. Schauen wir uns also die Split-Funktion etwas genauer an. Im Hauptdisplay können wir hier einen Ton für den Lower- und für den Upper-Bereich auswählen. Im Upper-Bereich lasse ich mal diesen Trance-Touch-Ton. Und für den Lower-Bereich wähle ich jetzt mal einen anderen Ton. Den nehmen wir einfach mal. Jetzt müssen wir nur noch den Split-Dual-Taster drücken. Wir haben es auch gerade gesehen, es stand Split-Mode im Fenster. Wenn ich hier mal wieder ins Hauptfenster gehe, sehen wir jetzt auch hier, Split ist ausgewählt. Und dementsprechend haben wir jetzt links den einen und rechts den anderen Ton. Der Splitpunkt ist hier von Werk auf F gesetzt. Den können wir aber natürlich auch frei bestimmen, indem wir einfach hier den Split- und Dual-Taster gedrückt halten und dabei eine andere Taste auswählen. Wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte den Splitpunkt jetzt gerne hier haben, sehen wir F4. Ich setze den mal wieder hier zurück auf das F. Schauen wir uns als nächstes nochmal den Dual-Modus an. Wie schon erwähnt, können wir hier zwei Tones übereinander legen. Dafür wähle ich als Upper-Ton mal ein Piano. Und als Lower-Ton nehme ich hier mal Streicher. Durch erneutes Drücken des Split-Dual-Buttons gelangen wir dann in den Dual-Modus. Wir sehen auch hier wieder, Dual wird angezeigt. Und somit hören wir jetzt gleichzeitig das Piano und die Streicher. Die Streicher sind für meinen Geschmack noch etwas zu laut, deshalb wähle ich hier mal den Button F4 und gelange damit in das Tone-Setting-Menü. Hier können noch weitere Einstellungen für den Ton vorgenommen werden. Ich stelle hier nur mal kurz die Lautstärke für meinen Lower-Ton ein. Wie ihr jetzt gesehen habt, kann man hier mit den Split- und Dual-Button immer durch die verschiedenen Einstellungen durchsteppen. Dual, Single oder Split. Um die Tones noch weiter verfeinern zu können, stehen im Bereich Total FX noch jede Menge Effekte bereit. Ich wähle dafür mal hier so einen Synth-Sound aus. Um in die Effekteinstellung zu gelangen, gehen wir hier direkt mit den Button Effects in das Total FX Menü. Und auch hier können wir wieder mit dem Scrollrad durch die verschiedenen Effekte durchsteppen. Ihr seht, da ist jede Menge vorhanden. Ich lasse das hier mal spaßeshalber auf diesem Superfilter. Hier nochmal der Sound ohne Effekt. Und wenn ich jetzt den Effekt aktivieren möchte, das kann ich hier mit dem F1-Button machen. Hören wir, wird dieser Effekt jetzt auch angewendet. Unter Reverb können wir aus den Typen Studio, Lounge, Concert Hall und Kathedrale wählen. Die Intensität des Reverbs wird dann unter Keyboard Cent eingestellt. Wie ihr seht, ist auch die Effektseite für ein so kleines Gerät recht gut ausgestattet.
Bevor wir jetzt das heutige Thema Tones abschließen, werden wir noch einen Blick auf den integrierten Arpeggiator werfen. Mit einem Arpeggiator ist es möglich, die Noten von auf der Tastatur gespielten Akkorden nach einem eingestellten Muster abspielen zu lassen. Drücken wir die Arpeggio-Taste, gelangen wir ins Arpeggio-Menü. Mit dem Button F1 lässt sich nun die Funktion aktivieren oder deaktivieren. Wir sehen jetzt, hier ist der auf Off geschaltet. Wenn ich den jetzt mal aktiviere, mit F2 können wir die Hold-Funktion an- oder ausschalten. Wird hier auf On geschaltet, wird das Arpeggio-Muster auch bei losgelassener Tastatur weitergespielt. Mit dem Button F3 wird der Arpeggiator mit der automatischen Begleitung synchronisiert. Das schauen wir uns dann mal später an, wenn wir das erste Mal mit den Rhythmen und der Begleitung arbeiten. Und mit dem Button F4 kommen wir in die Arpeggiator-Einstellungen. Hier können wir zum Beispiel auch den Arpeggiator-Typ auswählen. Jetzt gerade läuft er ab, also von unten nach oben. Wir können aber auch sagen, er soll andersrum laufen, von oben nach unten. Oder hoch und runter. Oder unter Random zufällig. Über Octave-Range können wir einstellen, über wie viele Oktaven das Arpeggio laufen soll. Wähle ich hier zum Beispiel jetzt mal 2. Über Duration können wir die Länge der Noten einstellen. Der Bereich Grid Note bestimmt das Timing-Muster des Arpeggiators. Wie ihr seht, gibt es hier noch einiges zu entdecken und erforschen. Ich hoffe, ich konnte mit diesem Video einen kleinen Einblick in die Tone- bzw. Soundstruktur des Go-Keys geben. In der nächsten Folge schauen wir uns dann das Thema Begleitautomatik, Styles und Chordsequencer etwas genauer an. Mit dem passenden Beat lässt es sich gleich viel besser jammen. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Ausprobieren und sage bis zum nächsten Mal.